Hey meine Lieben, wir sind wieder auf dem Lost Place. Diesmal ist das ein Altbau von Reha-Klinik und wir haben schon, also ich bin auch mit meiner Freundin auch unterwegs und es ist sehr dunkel hier. Ich habe meine Handykamera, weil ich meine Tasche vergessen habe und dort war die ähm, ja, die Taschenlampe mit drin. Und das gleich, was ich schon gefunden habe oder gesehen habe, ist echt krass. Wieso haben die hier eine Gaskartusche? Also für Gasmaske. Disto kommt da oben auf den Aufsatz drauf. Ohne ist dann in dem Sinne eigentlich eine ABC-Schutzmaske, nennt man das ja. Ja, und da sind wir jetzt reingekommen. Ihr seht ja schon, wie dunkel das ist da hinten. Und hier ist auch nochmal. Boah, wie vermüllt es da drin ist. Man sieht sehr schwer was, aber da sind Töpfe, Geschirr, alles verschimmelt. Müll bis hinten drin. Ja, aber das wurde auch mal zugemacht. Das sieht man ja hier. Da haben sie Rehgips davor gemacht. So, jetzt gehen wir an den nächsten Ort rein. Da sieht man auch schon die Tapeten, wie die runtergehen und wie sie auch schon mit Graffiti hier alles vollgekleistert haben. Das ist echt krass. Da hinten, das sieht man halt jetzt sehr schlecht. Was war das? Also man muss echt aufpassen aufs Glasscherben. Da ist richtig voller Schimmel. Ich möchte auch nicht näher dran gehen, weil es einfach, stinkt. So, jetzt kommen wir an einen etwas viel besseren belichteten Ort. Und zwar der Eingang. Hier war mal der Eingang gewesen. Also die, Hauptverkehrsroute der Personen hier. Das sieht man auch schon. Da kommt schon die Decke runter. Scheiben sind alle eingekloppt. Und dort geht's weiter, ganz da hinten. Ich würde sagen, wir gucken uns kurz hier unten mal entlang. Ich möchte auch nicht so tief reingehen, weil ich nicht einfach weiß, da sind jetzt Toiletten und jetzt nicht so wirklich wichtig. Oh, der Boden, der ist richtig weich. Und ich weiß nicht, weil da schon die Decke alles runterkommt, ob das wirklich Sinn macht. Nicht, dass es noch einstürzen sollte. So, wir gucken mal jetzt auf die andere Seite, also auf die Seite. Ich versuche mal ein bisschen mehr Licht zu machen. Das riecht auch sehr verschimmelt. Also, ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum das da die Gaskartusche war. Ist echt unheimlich. Auf der Kamera sieht man einfach gar nichts da hinten. Auf jeden Fall geht es da bis da hinten raus. Safe noch so 20 Meter. Und ja, die Scheiben sind alles zugemacht worden. Und das ist alles noch aus dem Baujahr 90er, 80er. Also das sind auch nur noch Schränke. Also nichts mehr so spektakuläres, sondern Sparfedern am Start. Haben sie auch schon alles abgeklemmt, wie man hier schon sehen kann, alles abgeklemmt. Und ja, Kabeldiebe waren auch schon am Start. Alle Kabels, außer dem LAN-Kabel. Ja, so, das sehen wir auch schon, wie riesig das Ding ist. Einfach nur richtig crazy. Also, ist echt cool. Also, ich habe gerade wie so einen Schritt gehört. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch wirklich meiner war vielleicht. Ob das vielleicht da draußen war. Oh, man sieht auch schon auf der anderen Seite, da ist auch noch ein anderer Teil. Vielleicht werden wir auch dort noch reingehen. Aber ich würde mal sagen, eins nacheinander. So,
Wir kommen schon zu der ersten Etage. Noch ist es nicht einsturzgefährdet, finde ich. Hallo? Also es schallt sehr. Ah, jetzt ist schon viel heller. Das gefällt mir schon. So, erstmal Licht ausgemacht, sorry. So. Oh, Spinnnetze, ekelhaft. Widerlich. Das sind halt Zimmer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ja, Dünnschiss ist oder sowas. Weil das sieht nicht sehr appetitlich aus. Und der Geruch ist auch nicht akzeptabel. So. Was ist das? Blutrückstände. Aber es sieht eher nach Farbe aus. So, gehen wir mal hier rein. Okay, hier waren dann anscheinend die Toiletten gewesen. Die Toiletten, ja, wie bei der Bundeswehr. Hier sehen wir auch schon, das war dreifach verglast. Einmal in Sicherheit, dann einmal die. Aber warte mal, ich frage mich manchmal, ne, vielleicht schreibt es doch mal gerne mal unten in die Kommentare rein, wieso wird immer so ein Plastik, ja, so eine richtige harte Plastikfolie außenrum gemacht? Warum? Was ist der Grund? Wieso? Weil, wenn noch schon Scheiben da sind, also Fenster, wieso muss dann sowas noch dran? War das hier vielleicht mal eine Heilkur für Schwerkranke? Richtig, richtig Schwerkranke? Oder was war's? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wenn du es weißt, derjenige. Und, ja, genau. Einen kurzen Moment. Ich wurde gerade angerufen. So, Delle. Jetzt bin ich wieder da. Kommen wir jetzt zu den nächsten. Ah, da waren wieder mal welche Künstler am Werk. Ganz klar. Ja, das ist halt, wie gesagt, ist halt alles mit Graffiti. Ja, misshandelt, sag ich jetzt mal so Orte. Und ja, ob es auch wirklich, ja, was sein soll, man kann echt nicht viel dazu sagen. So, da ist noch ein verschlossener Eingang. Also da soll nicht mal eine Türklinge mehr dran. Dann kommen wir zu einem, oh, von wo, was, von Bonn, Bremen, leere Räume. Legt euch nicht mir, was leckt euch nicht mit mir, was, keine Ahnung, Gott. Also, ja, wir waren wahrscheinlich wieder mal, wie gesagt, ein paar Idioten, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, am Berg. Deswegen gehen wir jetzt mal ein Stockwerk höher und schauen uns da jetzt noch an. Im Nebengebäude, da können wir leider nicht rein. Da hat schon mal Freundin schon geschaut gehabt. Leider können wir da nicht rein. Schade. Schade, schade. So, hier sind dann noch Toiletten. Ich denke mal, das war entweder für den Besuch oder für die Krankenschwestern oder Krankenpfleger, je nachdem, oder Ärzte vielleicht. Ja, hier ist noch ein Raum, der ist sehr dunkel. Deshalb, ja, gehen wir gleich hoch, dann haben wir es nach uns. So, nur mal einen Blick. Das ist nochmal 2 Etagen nach oben. Gucken wir nochmal raus. So, wie sehen wir jetzt? Wir sind genau gegenüber von diesem anderen Gebäude. Und ich denke mal, da drüben war mal etwas sehr, ja, Küche, Cafeteria. Und ich denke, wir sind jetzt eher hier im Schlafsaal. Ich denke mal, jetzt kommt wieder das Gleiche noch einmal. Oh, da vorne ist sogar offen.
Oh, hier ist noch ein Raum. Hier, glaube ich, war ein Office gewesen, weil sowas ist, hier findet man meistens im Office. Und da hinten ist irgendeine Spur, braune Spur in Schwarz, wo stinkt. Ja, was war das? Da hat sich irgendwas was gequietscht. Huch. Cool. Hier kommen wir auf den Balkon. So, dann kommen wir mal hier zu einem etwas sehr großen Raum. Ich denke mal, das war so ein Aufenthaltsraum gewesen, weil es halt ziemlich groß ist, sehr belichtet. Waren wieder welche am Berg, ne? Natürlich. An den Leuten, wo das machen, ey hopp, macht wenigstens etwas, was Cooles ist und nicht irgend so ein Kauderwelsch. Jetzt sind wir auch wieder mal in einem anderen Raum. Leider nichts drin, leider keine Accessoires oder Equipment. Was ich mich jetzt frage, wieso sind zwei Türen hier drin? Da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Warum? War das früher für für die Sicherheit oder war einfach für die Isolation gewesen? Leider können wir ich kletter jetzt da nicht raus, weil alles voller Scherben ist, aber es ist nur ein Balkon. Deshalb so. Jetzt kommen wir wieder da hinten hin. Also, wie gesagt, es ist ja alles leer und deshalb ist einfach nichts Spektakuläres dabei. Es fällt halt alles auseinander. Ja, wie soll ich sagen, ob das was bringt, ist eine andere Sache, die sich zu angucken. So, dann gehen wir, glaube ich, mal in die letzte Etage gleich mal. Da ist wieder irgend so braunes Zeug, weil ich jemand hingekackt, sag ich jetzt einmal, ne? Ja, wieder mal die Toiletten für die Angestellten. Was mir aber aufgefallen ist, hier gibt es keine Toiletten ja, für die Patienten. Und da frage ich mich, war das jetzt rein Office gewesen für die Mediziner und für die ganzen Medikamente herzurichten? Oder war das jetzt eher nur, war das ein reiner Aufenthalt? Aber selbst da müsste auch Toiletten geben. Wenn du es weißt, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare. Dann laufen wir jetzt mal hoch. Ich vermute, dass immer ganz oben der Arzt ist oder die für nachts, wenn jetzt zum Beispiel Probleme sind, in dem Fall sowas wie ja, Nachtschicht, Nachtdienst oder Notdienst, gibt es ja vieles. So, hier nochmal in jeweiliger Sprache. Ich glaube, das ist irgendwie Russisch oder so etwas, keine Ahnung. Ja. So, oh, das sieht doch mal sehr vielversprechend aus. Jetzt frage ich mich, wieso ist hier sowas dran? Oder war das eher nur ein Abstellraum? Aber vielleicht war es hier oben mal eine Küche gewesen. Sieht sehr stark nach einer Küche aus. So. Gucken wir weiter. Oh, da hat wohl jemand nicht mal lange einhalten können. Ja gut, da ist auch nichts mehr zum Einhalten, ne? Da geht's hoch. Das
möchte ich mir erstmal so angucken, ob das besteigbar ist. Wenn nicht, dann machen wir das auch nicht. Huch. Da wurde hingeschissen. Boah, pfui. Ey, echt eklig. Da hat echt gestunken. So, hier wurden wahrscheinlich Bettwäsche, Socken oder jeweilige Handtücher für die jeweiligen Zimmern auch bewahrt. Hier wurde wahrscheinlich, weil da Fliesen sind, vielleicht war hier mal eine Toilette gewesen. Nein, kann nicht sein, weil hier kein Abfluss ist. Dann kann es nur entweder eine Küche oder vielleicht ein Labor kann es auch gewesen sein, weil es gibt ja ähm, viele Reha oder Krankenhäuser, die haben ihr eigenes Labor. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Okay, das war wahrscheinlich ein Schlafzimmer gewesen. Da haben sie gestrichen, keine Ahnung. Und hat ja nicht viel gebracht, also sieht nicht neu aus. Blättert auch alles schon ab. Und ja, ob das wirklich, also es ist zwar Geschichte mit drinne hier, aber es ist abbruchsreif. So, wir kommen jetzt zum den letzten Zimmer hier oben. Hier sind jeweilige wahrscheinlich Trennwänder gewesen für Toiletten oder für die Schränke gewesen. Keine Ahnung. Oder es wurde einfach für die Fenster zuzumachen dort gelagert und vergessen. Hier wurde wahrscheinlich noch angefangen zu renovieren. Wahrscheinlich auch in den anderen Räumen und es wurde einfach gesagt, das lohnt sich nichts mehr. So, jetzt kommen wir, was ich euch noch zeigen wollte, und zwar hier draußen ist es sehr idyllisch, ein schönes Berg, also ein Berg herum in Schwarz. Das ist jetzt im Schwarzwald und ist einfach wunderschön, sehr idyllisch, schöne frische Luft. Also, wenn du wirklich mal einen Urlaub machen möchtest, dann hier. So, jetzt kommen wir mal kurz zur Eigenwerbung. Und zwar, wenn du mal Bock hast, mich mal live zu sehen oder immer mal live dabei zu sein, dann schalt doch mal gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Dort werde ich ja regelmäßig, also nicht täglich, aber versuche alle bis 3 Tage live zu kommen. Schaut doch gerne mal in meiner Videobeschreibung oder in meiner Kanalbeschreibung mal nach. Dort werde ich es reinmachen und ja, da würde ich jetzt sagen, ich schaue jetzt nochmal, ob ich vielleicht nochmal auf die andere Seite reinkomme und ich würde mich freuen, wenn du mal beim Live dabei bist. Wenn nicht, dann schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich würde sagen, bis jetzt, bis dann und bis gleich.